Heute spreche ich mit Daniel. Wie ist es, als Mann an den Gefäßkompressionssyndromen zu leiden? Sein Dunbar-Syndrom wurde dieses Jahr operiert. Leider nicht erfolgreich. Jetzt steht eine große Bauch-OP für ihn an. Wir reden über seine Beschwerden und diskutieren über Medical Gaslighting, die Selbstständigkeit und das Funktionieren müssen im Alltag. Willkommen zu der 5. Folge von Vascular Voices. Schön, dass du da bist und zuhörst. Hallo, schön, dass es geklappt hat und du Zeit finden konntest, heute mit mir zusammen eine Podcast-Aufnahme zu machen. Und ja, ich freue mich nämlich mega drauf, weil die meisten sind tatsächlich Frauen, mit denen ich zu tun habe. Und deswegen freue ich mich, dass es heute ein Mann ist. Ja, hallo Marlene. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch und bin jetzt auch mal sehr neugierig, weil ich sowas jetzt zu so einem Thema auch noch nicht gemacht habe. Aber ich dachte mir, es ist vielleicht tatsächlich auch mal so ganz interessant, weil du ja einen anderen Schwerpunkt hast, eben mal so die Sicht des weißen Mannes darzustellen, der eben auch gelegentlich von solchen Dingen betroffen sein kann. Da bin ich jetzt vielleicht ein atypischer Fall, aber deswegen ist es vielleicht dann auch nicht uninteressant tatsächlich mal, ja. Ja, also wie ich gerade schon gesagt habe, ich kenne natürlich die meisten Frauen auch durch die Selbsthilfegruppen, die es aktuell gibt. Auch die internationalen Selbsthilfegruppen, wo ja nicht ein paar hundert sind, sondern wirklich ein paar tausend, Mhm. Betroffene, oft auch Eltern, die, betroffene jugendliche Kinder haben. Und es zieht sich natürlich durch, dass es hauptsächlich Frauen sind, aber immer wieder begegnet man auch Männern, ne? Und Mhm. natürlich, ähm ist es da vielleicht dann auch noch mal 'ne andere Schwierigkeit, ne? Weil auf der einen Seite liest man halt oft: „Gut, wir Frauen wurden halt lange in der Medizin ignoriert, Mhm. und einfach mal, weil wir zu kompliziert sind, außen vor gelassen." Mhm. Aber ja, wenn man als Mann vielleicht 'ne Erkrankung hat, wo die meisten die Diagnostik über 'ne Frauenerkrankung erhalten, also wie jetzt aktuell bei uns in Deutschland grade eben über Endometriose, kann ich mir vorstellen, dass es schwierig ist. Und natürlich interessiert mich dann, und die anderen, die jetzt zuhören, sicherlich auch, wie dein Weg da eigentlich war, wie du überhaupt darauf gekommen bist, dass du Gefäßkompressionssyndrome hast. Mhm. Ja, das war ein bisschen schwieriges Ding natürlich, weil wahrscheinlich hat man das auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Also letzten Endes auch die Ärzte, die darauf kamen, wussten auch nicht, wie man damit umgehen soll. Die hatten dann auch nur so einen Verdacht, weil ich natürlich auch einfach eine längere Geschichte schon habe, was mir jetzt allerdings auch erst nachträglich klar geworden ist. Das muss Mhm. ich auch sagen. Also bei mir ist es so, dass ich halt mit ja, Ende 20, 30 ungefähr, da habe ich gewisse Probleme bekommen, vor allem mit dem Herz-Kreislauf-System. Und das sind so die Dinge, die ich auch heute noch habe, wo ich jetzt auch weiß, woran es liegt, die aber jetzt halt einfach auch ganz lange nicht auf solche Erscheinungen dann zurückzuführen waren. Das, was ich typischerweise natürlich immer gehört habe, ich bin jetzt halt auch ein bisschen fester so von meiner Konstitution her. Das heißt, grundsätzlich neige ich zu Übergewicht. Und dann ist es halt auch so, wenn du jetzt ein bisschen Übergewicht hast, und ich habe halt auch lange Jahre Kraftsport zum Beispiel gemacht, das heißt, du bist ja generell etwas muskulöser, hast einfach mehr Volumen, du bist auch immer über dem BMI. Das ist natürlich typischerweise so, gerade mit viel Muskeln und so weiter. Und das habe ich halt immer gehört. Ne? Irgendwie, ich bin da zu schwer, ich mache zu viel Sport. Natürlich auch Faktoren dann eben der Stress, der dann immer dann auch bemüht wird. Das kenne ich leider auch, dass immer gesagt wird, ja gut, erst hast du Stress wegen dem Studium, wegen dem Examen, dann natürlich wegen dem Job, dann keine Ahnung, wegen den Kindern. Das ist irgendwas ist halt immer. Ne? Und das war auch immer so das, was ich dann eigentlich gehört habe, weil man konnte nie erklären, warum ich Wasser in den Beinen habe, warum ich Druck auf der Schlagader habe, warum ich Tinnitus ständig habe, warum ich Ohrenschmerzen habe. Lauter solche Erscheinungen konnte man nicht erklären. Ich habe dann zum Beispiel auch in den letzten Jahren immer mehr mit Schwindel zu kämpfen gehabt, also auch arg eigentlich. Ich dachte auch teilweise, das läge an Corona-Erkrankungen oder so. Hat sich auch herausgestellt, hat damit gar nichts zu tun, weil das einfach auch ein massives Problem ist. Dann, also das waren so die Sachen, die eigentlich immer kamen, wo ich gemerkt habe, und mir ging es einfach auch immer schlechter. Ich konnte jetzt aber auch nicht so richtig sagen, wie. Das war so ein bisschen diffus und das ist jetzt, würde ich sagen, so seit 3, 4 Jahren auch so, dass es irgendwie mir immer tendenziell schlechter geht. Ich dachte nur einfach, das liegt an der beruflichen Überlastung und ich habe halt kleine Kinder.
Ja. Und das war so ein bisschen das Thema. Im letzten Jahr hat sich dann allerdings ganz massiv verschärft die Verdauungsproblematik, die ich einfach dann, die ich auch schon eine ganze Zeit habe, die ich nie zuordnen konnte, die dann aber wirklich schlimm geworden ist. Da war es dann irgendwann so, dass ich nach jedem Essen halt einfach, dass dann auch diese Übelkeit kam. Das wurde dann immer mehr. Das hat mich halt auch wahnsinnig ausgebremst, weil das fühlte sich dann immer an, wenn ich was gegessen habe, als wäre ich vergiftet irgendwie. Und dieses vergiftet, dieses Gefühl halt irgendwie, das habe ich ganz oft eben bei der Nahrungsaufnahme und das wurde dann immer stärker. Dann ging es auch los mit so Sachen, dass Wasser mir nicht mehr schmeckte, dass viele Dinge einfach nicht mehr geschmeckt haben, mir schlecht davon geworden ist. Also ich kann auch ganz viele Sachen gar nicht mehr essen. Das ist leider schwierig. Ernährungsmäßig weiß ich auch nicht, wie das noch weitergehen soll, so ein bisschen. Ja, und das kam halt dann Mhm. so im vergangenen Jahr. Dann ist Ja. natürlich der typische Gang, also bei mir war der Opener sozusagen, bis, wo ich in diese medizinische Richtung überhaupt reingekommen bin, dass ich dann zum Gastroenterologen gegangen bin und gesagt habe, ja gut, ich habe hier irgendeine Unverträglichkeit, keine Ahnung, Zöliakie oder sonst irgendwas. Das war so meine Vermutung, dass es vielleicht eine Rolle spielen würde. Und dann hat man natürlich eine Gastroskopie gemacht, eine Koloskopie, hat sich dann alles angeguckt, verschiedene Proben entnommen und rein gar nichts gefunden. Das Einzige, was man bei mir gefunden hat, dann eben witzigerweise, war einfach ein erhöhter Pankreaswert. Und ich hatte eine Mhm. Bauchspeicheldrüsenentzündung dann, jetzt nicht wahnsinnig schwer, aber schon signifikant. Und die konnte man sich nicht erklären. Und aus diesem Grund hat man dann ein MRT vom Abdomen gemacht und hat dann natürlich gesehen, dann eben im Rahmen dieser Oberbauchbildgebenden Darstellung, dass hier mit dem Gefäß, mit diesem Truncus coeliacus eben wohl ein Problem zu bestehen scheint. Und das hatte die Radiologin zumindest auf dem Schirm. Die hat nämlich natürlich erstmal musste sie ausschließen, dass es hier keinen Tumor gibt. Das war ja eigentlich so der Verdacht, den man hatte, weil ich auch diesen Gewichtsverlust dann hatte. Ich konnte halt irgendwann nichts mehr essen, habe dann auch rapide einfach abgenommen im letzten Jahr, habe jetzt seit letztem Jahr auch ungefähr 30 Kilo abgenommen. Und das war dann halt natürlich die Indikation, könnte Krebs sein, dann kam man darauf. Die Radiologin hat sich die Bilder nochmal angeschaut und hat dann gesagt, es könnte sein, dass damit ein Problem besteht. Der Gastroenterologe wiederum meinte dann, okay, es kann hier eine Problematik bestehen, man muss sich aber mal genau anschauen, warum das Gefäß ein Problem verursacht. Und dann kam man halt letzten Endes auf Dunbar-Syndrom. Bei irgendeinem Zufall, irgendein Angiologe, irgend so einer mit wirklich ganz viel Erfahrung, der dann irgendwie ganz zufällig an diesen Fall kam, das gesehen hat und dann zumindest mal Dunbar auch sicher diagnostizieren konnte. Und dann war auch klar, man muss das halt jetzt irgendwie recht bald operieren und das hat man dann auch im Februar gemacht. Mhm. Also, Ganz kurz, ich ja, grätsche mal dazwischen, weil, ah, du hast, ein relativ schnelles Tempo, und, ja, ich glaube, dass die Zuhörer so ein bisschen, auch hier jetzt einfach schon viele Fragen haben, weil, mhm, natürlich du jetzt sehr viele Informationen in sehr kurzer Zeit, ähm, ja, angesprochen hast. Mich würde interessieren, weil du hast gesagt, bei dir hat es so mit Ende 20, Anfang 30 alles erst angefangen, vorher war irgendwie gar nichts. Ähm, Wie alt bist du denn heute, dass man das so 'n bisschen mhm. einordnen kann zeitlich? Also ich bin jetzt 45 geworden. 45. Deswegen also ich weiß nicht, ob bestimmte Erscheinungen auch früher nicht schon eine Rolle gespielt haben. Ich hatte auch gewisse Probleme auch ja, jetzt so was das neurologische System anbetrifft. Das hatte ich auch schon früher. Da bin ich mir nachträglich auch nicht so ganz sicher, ob das nicht Okay. schon auch eine Komponente war, Ja, die dazu geführt hat, dass ich da gewisse Schwierigkeiten hatte. Ne, ja. also und die hatte ich schon deutlich früher auch so mit unter 20. Also war ich so 18, 19, eigentlich so in der Jugendzeit, wo aber mehr eigentlich so eine gewisse Nerventhematik damit begann, die ich inzwischen auch kenne. Also es gibt bestimmte Dinge, ich hatte beispielsweise mit der Blase immer wieder so ein bisschen Schwierigkeiten. Das habe ich schon als Jugendlicher gehabt. Konnte man auch nie erklären. Inzwischen denke ich mir halt, das könnte schon auch mit Vagusnerv und dieser ganzen Thematik zu tun haben. Mhm, Möglicherweise waren das so die ersten Ausläufer. Und dann habe ich gemerkt, ich hatte zum Beispiel immer auch als junger Mensch schon so eine wahnsinnige Unruhe, so spontane Unruhe irgendwie, die ich auch oft nicht erklären konnte, so eine Grundnervosität auch. Das habe ich einfach generell da schon gehabt. Und das, denke ich mal, werden vielleicht die ersten Sachen gewesen mhm. sein. Und irgendwann ein paar Jahre später kamen halt einfach dann diese Herz-Kreislauf-Probleme dazu. Irgendwann dann halt, das wurde dann immer schlimmer und irgendwann halt auch diese Verdauungsthematik. Und ja, das hat halt irgendwie kulminiert und jetzt so das ist auch anscheinend nicht so ganz gewöhnlich, was ich jetzt so erfahren habe, dass es dann halt in dem Alter auch erst so schwer dann losgeht, aber ist halt so bei mir. Ja. Also irgendwie kulminierte das jetzt eben.
Ja, es ist ja auch interessant, weil du ja gesagt hast, dass du Kraftsport gemacht hast. Also, du warst Mhm, ja wirklich auch sportlich dann unterwegs, ne? Du hast mhm, viel Muskelmasse gehabt. Eigentlich ist es ja, wo man sagt: „Wie kann dann so 'ne Person, so gesundheitliche, Probleme haben", ne? Weil ja schon wirklich relativ viel Bewegung im Alltag dann auch da ist und mhm, das ja auch den ganzen Körper stabilisiert, ne? Muskelmasse stabilisiert. Grade jetzt wenn man jetzt denkt, okay, Gefäßkompressionssyndrome, da wird ja gemutmaßt, dass das eher 'ne Bindegewebsschwäche Schwäche, da vorhanden ist und man denkt jetzt erst mal: „Na ja, dann, quasi Muskeltraining, ne, wird auch empfohlen, Sport machen, dass mhm. quasi 'ne Stabilität irgendwo auch da ist. Aber dass man Das dann stimmt in meinem Fall aber nicht so ganz. ja, Das ist eben das Problem auch. ja, Also das, was jetzt so gegenwärtig der Stand ist, scheint natürlich auch ein Punkt, die Lordose einfach zu sein bei mir. Also dieses Hohlkreuz und es ist natürlich, also bei mir sind es anatomische Vorbedingungen offensichtlich, die halt nicht mhm, günstig sind. Ne, dass da im Bauchraum einfach zu wenig Platz ist. Das sind bei mir jetzt gewisse anatomische Besonderheiten, die halt so sind. Keine Ahnung, wie weit man das aufklären kann oder muss, aber man weiß halt, das ist ein Thema. Ich denke, Bindegewebsschwäche vielleicht auch, weil ich das habe. Das sieht man ja auch an der Haut beispielsweise ganz stark bei mir. Also da werden vielleicht verschiedene, ich glaube auch eine Beckenfehlstellung, die könnte schon auch eine Rolle spielen. absolut, Und ne? das sind Ja. dann halt so Dinge, wenn du dann Kraftsport machst. Ich meine, ich habe Kniebeugen mit knapp 300 Kilo gemacht. Ne? Also ich war da schon ziemlich heftig unterwegs, so im Powerlifting. Mhm. Und das sind dann halt Dinge, die natürlich dann nicht gut sind. Das wurde mir jetzt eben auch gesagt. Kraftsport kann ich jetzt auch Ja, nicht mehr machen, weil diese Stauchung der Wirbelsäule dann natürlich auch wieder diese Kompression mhm, verstärkt. mhm. Gut, aber trotzdem, weil Thema Lordose, also, was Mhm. wirklich alle eigentlich, gemeinsam haben, ist tatsächlich die, Hyperlordose, also jetzt nicht ein leichtes Hohlkreuz, sondern wirklich dann schon eher ein starkes Hohlkreuz, und auch eine leichte Skoliose. Weiß nicht, ob du auch eine Skoliose hast? Ist zumindest nicht identifiziert. Okay, aber trotzdem irgendwo auch Beckenschiefstand. Irgendwas mit Becken Ähm, ist auch, ja. genau, und das sind ja auch, einfach, mögliche Ursachen, dann in Kombination mit 'nem, geschwächten Bindegewebe oder so. Also, es gibt ja keine Forschung dazu, ne? Also, von dem her, Mhm. das sind alles Spekulationen und man kann das halt nur, anhand dessen sehen, was die Betroffenen gemeinsam haben, ne? Also, Mhm. welches Muster ist einfach bei allen gleich? Und, natürlich haben grade dieses starke Hohlkreuz und, Beckenprobleme mehr Frauen, weil die ja auch 'n breiteres Becken einfach vom Körperbau haben. Aber natürlich gibt es auch Männer, ne, die eine Lordose haben und da gehörst du dann jetzt halt dazu, ne? Genau, ja, das ist halt irgendwie, na gut, es ist gewürfelt, ne? Hast du halt Pech Ja. gehabt. Also so sehe ich das inzwischen, kannst ja auch Mhm. nichts machen. Ja, Also wenn der Bauchraum halt zu klein ist, dann ist er zu klein, damit bist du halt auf die Welt gekommen, mit diesen anderen ja, Besonderheiten wahrscheinlich auch. ja. Also kannst du halt dann wenig beeinflussen. Man weiß natürlich, sowas wie Kraftsport ist dann halt schlecht. Also gut, sowas muss man dann halt lassen. Dann kannst du vielleicht leichtes Krafttraining machen, aber auch das eigentlich nicht unbedingt. Okay. Mhm. Nur dieses Ding, ja, was willst du da auch machen? Und ich bin ja jetzt halt erst sehr mühevoll darauf gekommen, was halt mal die Probleme offensichtlich sind, weil das ist ja dann, gehört ja auch zu diesem Weg, den leider dann auch jeder hat, dass du dann natürlich immer irgendwo eine Grenze dann erreichst, so was die medizinische Aufklärung anbetrifft, sie dich dann halt irgendwie zum Psychologen schicken wollen und dann musst du dir Mhm. überlegen, was du machst. Und da kommt es, glaube ich, einfach auch darauf an, wie man mit solchen Dingen umgeht. Und das ist halt ganz, ganz schwierig. Ja, vor allem, ne, du hast ja auch gesagt, du warst bei Ärzten, dann hieß es erst mal: „Ja, du sollst irgendwie wahrscheinlich abnehmen." Also, ich Klar, meine, abnehmen, diese Sport machen, Standard was ich ja gemacht genau, habe, ja, dieser aber Standardspruch so, der mir ja. wirklich schon zum Hals raushängt, weil mir das einfach wirklich jeder sagt: „Ja, der Arzt hat zu mir gesagt, ich soll Sport machen und abnehmen", ne? Weil wenn irgendwo 'ne Übergewichtigkeit da ist, dann heißt es immer abnehmen, das wird immer da drauf geschoben. Ähm ja, also ich glaube, da müssen wir gar nicht unbedingt groß drauf eingehen. Aber auch eben, weil es ja dann auch oft heißt, ja gut, dann hat man vielleicht Stress, ne? Also, du hast ja gesagt, du hast Kinder. Ja, Ähm, und ich bin Rechtsanwalt. Das ist natürlich dann auch so ein Job, ne, wo die Leute halt davon ausgehen, du bist sowieso einfach mal Überleistungsträger und kannst halt auch alles ab. Ich meine, als Anwalt bist du es auch gewohnt, du stehst dann nur in der Schusslinie mit allem. mhm, Aber das sind so Dinge dann irgendwie, du hast halt einfach so eine Stellung. Ne? Von dir wird, auf dich wird ja nur eingeprügelt und du musst ständig irgendwas aushalten und halt auch echt mit viel Druck umgehen können. ja, Und es ist dann halt schon irgendwie so, das fällt dir dann gar nicht mehr so auf. Aber natürlich ist es auch so, wenn du das jemandem erzählst, allein schon, dass du sagst, du bist Rechtsanwalt, kommen manche Ärzte auch damit und sagen, ja gut, das kann dann nur Stress sein. Müssen sie reduzieren. Und Kinder und klar, das ist dann zu viel. Ja, aber damit hat es halt nichts zu mhm. tun. Toller Rat, ne? Ja. Genau, hilft einem unglaublich. Ja. Mhm.
Hast du denn irgendwelche Diagnosen von Ärzten bekommen, bevor, im Prinzip da, durch das MRT aufgefallen ist, dass da 'n Dunbar-Syndrom vorliegen kann? Mm-mm. Oder hattest du Eigentlich irgendwie konnte so was? das immer nie es konnte halt nie aufgeklärt werden. Also, Ja. Bluthochdruck konnte nie aufgeklärt werden, keine Ahnung. Und da hieß es immer nur: „Ja, Stress reduzieren“ und so weiter. Aber ich habe es ja auch versucht. Ich hatte auch zwischendrin Gewicht auch deutlich reduziert. Ich habe 6 Tage die Woche Sport gemacht, als ich noch allein war. Solche Sachen. Also, das hat alles auch nichts geholfen. Also, ich hatte Mhm. zum Beispiel trotzdem Krämpfe in den Beinen, in den Waden, solche Geschichten. Immer wieder auch, mit Hörstürzen Probleme und solche Sachen. Also, das hat daran gar nichts geändert. Aber ist halt auch egal, wenn du sagst, weil ein Arzt sieht dich halt irgendwie, was du aktuell wiegst, und dann sagst du halt, ja gut, ich wiege jetzt 105 Kilo und dann bist du natürlich klar über dem BMI bei 1,72 Körpergröße und mehr interessiert dann halt auch nicht. Ne? Und das ist Mhm. dann auch witzig, dass dann die viele auch schon gar nicht mehr so richtig zuhören, weil sie dir so ein bisschen sagen, ja gut, du musst erstmal alle Risikofaktoren reduzieren und dann kann man mal weiterschauen. Ne? Aber du kommst ja so weit gar Mhm. nicht. Ja gut, bei manchen hilft es vielleicht auch, ne, so. Vielleicht bei der Hälfte oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung, müsste man mal 'n Arzt fragen. Ja, Ja, aber gut, in unserem Fall halt nicht. ab einem Ähm, gewissen Grad wohl nicht mehr, ne. ja. Wo warst du denn, zum MRT? Also, du hast gemeint gehabt, 'ne Ärztin war das, die dann irgendwie im Genau. MRT gesehen hat, dass Ja, das war da. hier bei München. Das war eine Radiologiepraxis, eine recht gute, Aha. und die haben das erkannt, ja. Ah ja. Und wie ging's dann danach weiter? Also, die haben dir das dann rückgemeldet und dann? Genau, dann bin ich eben zum Gastroenterologen wieder gegangen. Der hat mit mir den Befund besprochen, hat dann auch gesagt: „Okay, man hat hier eine Verengung und jetzt kommt es halt eben darauf an, ob es Verkalkungen sind oder eine Kompression.“ Mhm. Und da hat er gemeint, ne, man muss halt das mal aufklären, ob das Gefäß selbst ein Problem verursacht oder ob es einfach jetzt irgendwie Druck von außen ist, weil beides vorliegen kann. Mehr wusste der auch nicht. Der hat das auch noch nie so gehabt, aber zumindest das konnte er mir sagen. Der ist überhaupt top, weil der mir einfach versucht jetzt wenigstens zu helfen, weil er sagt, er kann mir ja da teilweise einfach medizinisch auch nicht helfen, und weiß dann auch nicht unbedingt was, aber er versucht halt irgendwie sich zu überlegen, wo man mir helfen kann oder wo ich zumindest hingehen kann. Ne, aber das ist auch der einzige Arzt, der das macht. Der hat aber jetzt irgendwie immer versucht, so diese ganzen Untersuchungen auch zu steuern, mir zu sagen, was ich sinnvollerweise machen kann, Mhm. weil ich auch nach der OP dann halt große Schwierigkeiten hatte, dann auch mit einer Nervenschädigung, die ich auch immer noch habe. Und ja, da bist du aber einfach auf verlorenem Posten. Also da hilft ja im Prinzip kaum jemand. Okay, also du wurdest dann, am, Dunbar-Syndrom operiert. Wo bist du Mhm. da hingegangen? Da war ich in einem Klinikum in München. Okay. Also das war auf Empfehlung des Angiologen, weil ich musste natürlich von einem Gastroenterologen zu einem Angiologen. Da hat er gesagt, er kann mir da jetzt nicht weiterhelfen, er kann das nicht weiter aufklären, mit Gefäßen hat er nichts zu tun. Angiologe soll sich das anschauen. Dann hatte ich einen, der da nicht so richtig wusste, was er da machen kann. Dann hat er aber einen älteren Kollegen zu Rate gezogen und der wusste das dann. Der hatte das schon ein paar Mal und der konnte das relativ klar dann auch sagen, dass es das ist und Mhm. dass es auch operiert werden muss. Der konnte gleich zu einem Operateur dann auch einen Kontakt herstellen. Da kannte er jemanden und der hat das dann gemacht. Genau. Mhm. Magst du 'n Namen nennen, wer dich operiert hat? Weil das ist natürlich für viele immer interessant. Ja, das war jetzt hier der Professor Agger. Also Ayman Agger heißt der das gemacht hat, hier in Bogenhausener Klinikum. Mhm. Und das war, wann hattest du die OP? Das hatte ich jetzt Anfang Februar diesen Jahres. Ach, dieses Jahr. Das hatte ich erst dieses Jahr, genau, das ging Mhm. dann relativ schnell. Es ist halt, na gut, ich bin halt auch sehr hartnäckig, ne? Ich glaube, da der Grund auch, warum das jetzt alles so schnell überhaupt aufgeklärt wurde, ist natürlich, weil ich einen besonderen Druck habe, einfach aufgrund meiner Selbstständigkeit auch und weil ich deswegen halt natürlich auch einfach nicht aufgeben kann. Ich Ja. musste halt jetzt irgendwie durchziehen, soweit es geht und auch mit den Untersuchungen. Da haben wir halt, wenigstens bin ich privat versichert, das ging dadurch natürlich leichter, ne, dass du da Mhm. auch schnell überhaupt an diese ganzen Termine kommst. Das ist ja schon ein Problem. Das stimmt. Aber das war auch ein ziemlicher Marathon. Also, was ich dieses Jahr all an Untersuchungen hatte, war irre, weil ich ja dann die Nervenschädigung wieder aufklären musste mit Neurologen, Kardiologen und keine Ahnung Mhm. was, bis dann rauskam, ja gut, da ist nix. Dann habe ich mir gedacht, das Dunbar kommt zurück. Das hat man schon nach 2 Monaten so was gemerkt, dass das einfach auch wiederkommt mit Übelkeit und so. Und das wurde dann immer schlimmer. Dann habe ich versucht, das in 'ner anderen Klinik aufzuklären. Ja gut, die haben da aber eigentlich im Prinzip nichts gemacht. Die hätten noch weitere Untersuchungen machen müssen, meines Erachtens, haben sie dann nicht getan. Und dann kam halt der Rat, ich muss zum Psychologen gehen, um mit meinem Leiden leben zu lernen, Okay, soweit man also damit leben die. kann. Und das war dann halt so der Gang diesen Jahres.
überhaupt, was die Aufklärung anbetrifft mit dem Dunbar. Zuletzt war halt einfach, ja gut, muss zum Psychologen gehen. Ich habe mir nur gedacht, okay, jetzt suche ich außerhalb von München und habe deswegen dann halt auch, bin ich dann zum Professor Dr. Schulbach nach Leipzig dann eben auch, um Mhm. da dann halt mal einfach umfassende Diagnostik zu betreiben, weil das war einfach das, wo ich immer das Gefühl hatte, irgendwas stimmt nicht. Ich habe ja auch seit letztem Jahr zum Beispiel ganz massiv Probleme mit dem Sitzen. Ich kann einfach nicht mehr am Schreibtisch sitzen. Oh Gott, ich kenne Und, das so gut. und das ist so, das Oh. tut so unglaublich weh. Ich kann ja inzwischen, also 5 Minuten Autofahren macht mich im Moment schon verrückt. Ich hasse die Arbeitswege. Das macht mich wahnsinnig. Ich kann auch nicht mehr stehen, weil dann die Hüfte ständig, deswegen kann ich hier auch immer so Ja. unruhig nur stehen. Das sind so Soll ich Dinge, dir was die merken. sagen, auf was ich sitze? Hier, guck. Ich Ja, habe genau. keine Ahnung, mir alle möglichen komischen Sitzkissen-Varianten gekauft gehabt, weil das auch, ich habe ja auch einen Schreibtischjob gehabt. Ja, Ja, das war der absolute Horror. Zu sitzen, Stühle sind für mich absolut ja. ja, überhaupt nicht zu verstehen. Also ich lebe eigentlich nur noch auf dem Sofa oder so, weil ich dieses normale Sitzen auf dem Stuhl überhaupt nicht kann. Also ich fühle Ja. total mit dir, Ja, ich wirklich. laufe nur rum. Ich laufe ständig nur rum, irgendwie auch in der Bude, auch nachts und so. Das ist irgendwie irre. Aber ich kann das einfach nicht liegen, sitzen, stehen. Das ist, wenn ich liege, habe ich Probleme mit der Vena cava. Dann merke ich auch immer, wie das Herz mal kurz aussetzt und solche Scherze. Mhm. Wenn ich sitze, dann habe ich dann Probleme da unten mit der Hüfte. Ja, Ja, das ist dann ja. merke ich das ganz Aber extrem. lange Und stehen, ist doch auch schwierig, oder? wenn ich Geht gehe, das dann bei dir? geht's. Das ist halt, wenn du Genau, stehst und du bewegst dich dann mal wieder, aber genau. ich muss irgendwie mich bewegen. Ich muss so ein bisschen, so wie jetzt halt dann auf dem Stand so ein Ja, bisschen rumtreten, weil auch die Füße immer so leicht taub werden und ja, kribbeln und so. Aber das ist einfach ein ganz ja, bescheuertes Thema und das ist was, wo ich genau weiß, das hindert mich so am Arbeiten. ja. Das muss ich irgendwie lösen. Deswegen bin ich dann auch nach Leipzig gefahren und habe gesagt, das kann es nicht sein. Dunbar glaube ich erstens mal, dass da irgendwas wieder ist. Und außerdem muss irgendwas anderes noch sein. Ich habe mir immer gefragt, ist das Wilki, ist das keine Ahnung was, weil ich habe mich natürlich schon so ein bisschen mal durchgelesen, was da und so ein Verdacht wurde auch geäußert, aber man hat es halt nie richtig aufgeklärt. Und jetzt weiß man natürlich, dass einfach auch noch andere Probleme bestehen. Und das erklärt aber dann halt auch mal diese Symptomatik endlich, die halt schon wirklich sehr, sehr umfassend Mhm. ist. Die geht halt Ich bei mir von Kopf bis Fuß auch, ja. Ja, das ist ja das, was so komplex ist und wo man das Gefühl hat, das kann gar nicht alles irgendwie zusammenhängen, ne? Also Das das ist mit einem Monstrum zu tun, das du erstmal verstehen musst. Und dafür brauchst du echt Zeit. Und das ist sehr schwer, überhaupt deinen Körper zu begreifen und was da läuft. Ja, und also am Anfang, ich bekomme ja wirklich von vielen auch Nachrichten, die sagen, sie sind völlig überfordert damit, ne? Und mir ging's genauso. Ja, dem Aber nicht. letztendlich, wenn man einmal gecheckt hat, Ja, wie es funktioniert, dann sieht man das so klar, ja. bei jedem, auch wenn die Symptome immer wieder relativ individuell variieren können, aber trotzdem, es ist einfach ein großes Muster und das zieht sich durch. Ja, Ich möchte noch mal ganz kurz zurückgehen zu mhm, deiner, Dunbar-OP, weil du gemeint hast, also habe ich das richtig verstanden, danach ging es dir gar nicht besser, sondern du hattest eine Nervenschädigung, weil da ist ja auch, mhm, der Solarplexus, ne, da wird ja auch gesagt, genau. ist dann durch die OP sozusagen da wurde das eingeschnitten oder wurde ein Stück weggeschnitten bei dir? Weißt du Teile das? entfernt, ja, genau. Okay. Also dieses Ligament wurde Teile entfernt. Ich befürchte, dass die OP wahrscheinlich, was man auch erst nachträglich so sagen kann, vermutlich, dass man das gar nicht so hätte machen dürfen. Man hat das bei mir minimalinvasiv gemacht mit diesem Da Vinci-Roboter. Das heißt, man ist dann unterhalb des Bauchnabels durch erstmal und hat dann versucht, da hinzukommen. Das hat bei mir nicht geklappt. Ich war jetzt da, glaube ich, einfach auch nicht dünn genug dafür. Also da hat er dann auch gesagt, er hatte Schwierigkeiten, eben da durch die Organe durchzuwuseln und musste dann irgendwie auch noch hinter den Magen irgendwie gehen, damit er dann überhaupt an diese Stelle kam. Das ist der Punkt auch, wo jeder Mediziner, dem ich das erzähle, dann erstmal mit den Augenbrauen, die Augenbrauen hochzieht. Also alle sagen, das klingt jetzt schon nicht so ganz ohne. Ich Mhm. glaube einfach, dass das nicht so einfach war, dass das deswegen auch nicht die Chance gab, das richtig so freizulegen, dass es auch dauerhaft hält. Ich glaube, das hat dann für den Moment einfach was gebracht. Ich habe dann schon auch direkt danach gemerkt, dass es schon eine Entlastung gibt. Zum Mhm. Beispiel war auf einmal das ganze Wasser aus den Beinen weg. Also wo ich mir gedacht habe, auch was ist das jetzt irgendwie? Wow, Eigentlich, was? Echt? Krass. das war dann irgendwie, also da hast du gemerkt, der Blutfluss war irgendwie ein völlig anderer auf einmal. Und das war dann komplett anders auch. Ich hatte auch immer das Gefühl, ich stehe schon ganz anders. Also das war ein bisschen eigenartig. Aber das hat dann auch ganz schnell aufgehört. Und vor allem hatte ich so starke Schmerzen die ganze Zeit
Zeit trotzdem. Mhm. Also mit Essen, das war nie besser. Ich hatte immer diese Schwierigkeiten auch weiterhin. Das hat auch wahnsinnig wehgetan, einfach in jeder Hinsicht. Und ganz schnell kam dann halt, weißt du, dir ist ja irgendwann auch von Schmerzen, wenn du die so krass hast nach so einer OP, dann ist dir halt auch davon immer schlecht. Bis ich gemerkt habe, diese Übelkeit, die kommt einfach schon wieder jetzt vom Essen und so. Das Mhm. war halt so schwer auseinanderzuhalten. Ja. Und die Nervenschädigung war leider so ein Thema dann auch. Man muss halt am Solarplexus operieren, ja. Das ist so das, was mir jetzt halt auch gesagt wurde, was ich jetzt über andere Wege erfahren habe, dass das halt notwendigerweise so sein muss. Das wurde Mhm. mir aber da auch nicht so richtig kommuniziert, muss ich sagen. Und aus diesem Grunde wusste ich auch einfach nicht, womit ich es zu tun habe. Und ich dachte auch gar nicht, dass es so eine Nervenschädigung sein kann. Ich hatte dann Mhm. Probleme mit der Speiseröhre und mit der Atmung. Ich kann seit der OP zum Beispiel nicht mehr aufstoßen. Also was natürlich dann auch diese Verdauungsthematik noch blöder macht, weil ich beispielsweise keine Zwiebeln, Lauch und solche Dinge essen kann, die dann halt nacharbeiten, sage ich mal. Ne? Ja. Und das sind so Funktionsausfälle. Ich kann auch nicht mehr gähnen und ich habe auch keinen Schluck auf mehr. Also so ein paar Dinge irgendwie, die merkwürdig sind. Habe versucht, das aufzuklären, aber irgendwie kam keiner drauf. Im Endeffekt denke ich, ist es einfach eine Nervenschädigung, die halt notwendigerweise irgendwie mit dazugehört. Ich hoffe mal, dass es besser wird, aber das ist halt so. Ne? Ist Mhm. leider auch so eine Komponente, die dazugehört, die echt mies ist, Mhm. weil Ja. die beeinträchtigt mich schon auch ganz krass. Ja, das glaube ich. Ich meine, bei den Dandbau-OPs hört man sehr oft, dass, die Problematik dann immer wieder kommt, ne? Also, viele haben dann einfach wirklich dann, wieder eine zweite OP. Und klar, die Nervengeschichte ist immer, 'n Risiko, ne? Mhm. Ähm Es heißt ja auch bei den meisten OPs immer, sagen die Ärzte, man muss dem Körper 'n Jahr Zeit geben. Kann sein, dass Mhm. das, wieder kommt, weil grade wenn Nerven geschädigt wurden, bis die wieder gewachsen sind, irgendwie pro Monat 1 mm oder so was. Ähm, ja, aber klar kann da dann halt auch manchmal das nicht wieder so werden, wie es vorher war, ne? Ähm Du warst dann beim Schollbach und, der macht ja wirklich, als einziger Arzt, Gott sei Dank, aber auch leider, in Deutschland diese Komplettdiagnostik, wo er eben nach allen, Gefäßkompressionssyndromen schauen kann. Was kam denn da bei dir noch raus? Ja, da kamen dann verschiedene Dinge halt raus, ja. Ich meine eben, das ist tatsächlich, was er macht, ist wirklich gut. So eine Diagnostik habe ich auch noch nie gehabt. Das muss ich schon sagen, macht auch keiner. Ich glaube, Ärzte sind auch ein bisschen irritiert. Das habe ich jetzt auch gemerkt mit diesem Befund, den er da auch schreibt. Der ist wirklich sehr ausführlich und erklärt sehr viel, wo sie fast ein bisschen skeptisch sind, warum das so ist. Aber ich fand das wahnsinnig gut, weil das war für mich das erste Mal eine Erklärung. Er hat sich halt alles angeschaut. Und Mhm. genau das habe ich mich ja auch immer gefragt, so warum gucken die Leute sich das eigentlich nur so an? Er schaut ja auch zum Beispiel in verschiedenen Körperhaltungen. Das war nämlich auch ein Punkt. Ich habe zum Beispiel mit dem Bücken ganz große Probleme. Ich kann nicht mehr gut körperlich arbeiten, weil wenn ich mich viel bücken muss, dann führt das dazu, ich kriege keine Luft mehr, mir wird schwindelig, ich habe dann echt das Gefühl, ich werde gleich ohnmächtig und fall um und ich hyperventiliere auch irgendwann. Ganz schlimm. Das ist so eine Sache irgendwie, wo ich mir immer gedacht habe, das hat ja mit dieser Körperhaltung auch zu tun, Mhm. was er zum Beispiel mal macht. Ne? Der guckt ja auch, wie das im Stehen ist, wie es im Liegen ist. Und im Endergebnis kam halt raus, dass Dunbar halt offensichtlich wieder da ist. Also er sprach da von einem Rezidiv. Das ist halt offensichtlich wieder eine ganz starke Kompression. Und das hörst du ja dann auf dem Ultraschall auch sofort. Wer das Geräusch kennt, dieses peitschende Zischen und so, der weiß Ja. schon gleich, was los ist. Und dann genau das hat er dann noch bei der Nierenvene gesehen. Was ich jetzt noch gar nicht wusste, was aber auch natürlich manche Dinge erklärt. Dann hat er noch gesehen, dass ich eine Beckenvenensperre habe, also dass die linke Beckenvene komplett zu ist und dass die rechte Beckenvene auch nur zu 50% noch funktioniert und dass eben mit der Vena cava dann auch noch eine Kompression besteht an 2 Stellen. Mhm. Und das ist halt dann schon irgendwie, geht halt jetzt einmal rum. Ne? Erklärt halt Ja. auch, wenn der Bauchraum zu klein ist, dann verstehe ich jetzt auch eben, warum das so ist. Dann hast du natürlich einmal reihum eben auch diese Probleme, weil überall der Platz fehlt. Aber das musst du halt erstmal wissen. Also, und ich wüsste das jetzt gar nicht, wenn ich nicht dahin gefahren wäre. Ja. Ja, das ist tatsächlich, so, ne? Und das ist, auch, was ich dann so schade finde, weil viele können sich das halt nicht leisten. Es ist ja 'ne Privatleistung, bei ihm. Ich war selber zweimal bei ihm. Da war er aber noch, günstiger und das war schon teuer für mich. Ja, und da würde ich mir halt so sehr wünschen, und er ist ja da offen. Er sagt ja, Ärzte können zu ihm. Er, gibt sein Wissen gerne weiter, ne, aber das Mhm. Interesse fehlt bisher und das finde ich so schade. Und ich hoffe, dass, wir, wenn wir Betroffenen laut werden und an die Öffentlichkeit gehen, dass da vielleicht irgendwann Ärzte wirklich auch hingucken und bereit sind, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Das wäre es auch, ja. Das wäre schon auch irgendwie mal ein Wunsch, das irgendwann hinzukriegen, tatsächlich, weil man muss irgendwie sich da mal ein bisschen organisieren, glaube ich, und auch Mhm. professionalisieren. Nur so wird es auch funktionieren, dass man überhaupt mal die Ansprechpartner hat und dann musst du halt mal irgendwo anfangen, aber das ist echt ein Riesenproblem. Also wenn man sich da auch überlegt, ich meine, wir zwei wissen ja jetzt auch gut, worum es geht und wie schlecht es einem dann geht. Ich Ja, meine, das Leben ist halt sehr, sehr schwierig dann und der Alltag ist nur noch schwierig. Und das sind halt so diese Dinge, wenn man den Leuten mal klar macht, in was für einem Albtraum die Leute da auch leben. Und das muss man halt auch irgendwie, genau deswegen mache ich jetzt auch das Gespräch mit dir. Weil ich mir einfach denke, man muss das schon irgendwie mal ein bisschen nach außen tragen, womit die Leute das zu tun haben, weil die sehr einsam und allein auf verlorenen ja, Posten kämpfen und versuchen müssen, da irgendeinen Weg zu finden und sie im Zweifelsfall wirklich gar keine Hilfe haben. Und ja, das ist eine schwierige Situation. Ich möchte auch gar nicht wissen, wie hoch die Dunkelziffer bei Selbstmorden ist oder solche Dinge. Ähm, Da wird es schon sehr, sehr viele sehr traurige Schicksale geben und das ja. darf einfach nicht sein. Und dass sowas in der heutigen Zeit noch so vorkommt, kann man sich ja kaum vorstellen. Ist leider so. Ja, ich kriege grad richtig Gänsehaut. Ja, weil du hast es auch schön auf den Punkt gebracht. Ja, und wie ging's dir denn nach dem Termin bei Schollbach? Also, du warst ja dann wahrscheinlich erst mal auch fertig, oder? Also Ja klar, das war ja auch so ein Ding. Ich war im Urlaub in der Nordsee, bin dann irgendwie mit meinem Schwiegervater dann mal schnell jetzt noch im Urlaub dann halt 2 Tage dahin und zurück und so. Ich habe ja einfach als Selbstständiger wirklich das Problem, ich muss ja zeitlich irgendwie alles unterkriegen, ne? Und das ist schwierig. Du kannst im Zweifelsfall Mandanten auch mal kurz was erklären, aber halt nicht wochenlang oder so. Deswegen hatte ich ja auch Anfang des Jahres so Probleme, weil ich hatte nicht mit so einem langen Ausfall gerechnet, war dann aber völlig kaputt. ja. Also und musste dann irgendwie wochenlang konnte ich kaum arbeiten und musste irgendwie gucken, dass ich die Dinge regle. Ist als Selbstständiger echt wirklich ätzend. Ja, Also, vor allem aber jeder das, Tag, wo man nicht arbeitet, ist kein bekommst du kein Geld rein, ne? Also, ich kenne das auch. Also, ich habe mhm. wirklich mit richtigen Existenzängsten auch, dann zu tun gehabt, ne? Also Ja, ist schwierig. Ich bin jetzt zwar eine Sozietät und wir sind jetzt schon eine mhm. Partnerschaft, aber Mhm. und ich habe da schon auch quasi ein bisschen soziale Abfederung, Ja. aber deine Mandanten zum Beispiel interessiert es dann auch nicht. Ne? Ne. Also die musst du halt irgendwie, die musst Ja du halt klar. einfach bedienen und im Ja, Zweifel verlierst du dann halt auch deine Mandate und dann hast du nachher gar nichts mehr. ja. Und dann fehlt dir die wirtschaftliche Grundlage. Deswegen, auf sowas muss man sehen. Ich habe das jedenfalls im Urlaub gemacht, bin dahin gefahren und nach dem Termin, um auf die Frage zurückzukommen, da war ich natürlich erstmal baff. Also zum einen dachte ich mir, Gott sei Dank habe ich das gemacht. Wirklich Gott sei Dank, es war wahnsinnig anstrengend für mich, auch weil jede Reise für mich einfach anstrengend ist inzwischen. Und ja gut, aber ich dachte mir, cool, dass wir das jetzt mal wissen. Zum anderen dachte ich mir, Mist. Was Mhm. machen wir jetzt damit, ne? Und er hatte ja die Empfehlung dann ausgesprochen, ich soll jetzt erstmal Aspirin probieren und dann halt eben mich da an den Professor Sandmann dann in Düsseldorf wenden, Mhm. eben um diese Kompression zu beseitigen. Das hatte er mir empfohlen. Er hatte ein paar Ärzte genannt. Er meinte nur, dass der Professor Sandmann das jetzt halt eben in einer OP machen könnte. Weil ich Mhm. natürlich ein paar Kompressionen habe, um die man sich jetzt da kümmern muss. Und ich jetzt halt auch nicht einfach 2, 3 OPs mal machen kann. Also eben auch bedingt durch meine Selbstständigkeit muss ich halt schauen, jetzt irgendwie so schnell wie möglich, das so umfassend wie möglich irgendwie hinzukriegen. Und ich hoffe jetzt deswegen darauf, dass man das damit dann auch hinbekommen kann, weil es halt einfach ein bisschen schwieriger ist, Mhm. als ich dachte, ja. Und das ist erstmal schon was einen bedrückt, wo man auch ein paar Tage echt daran zu knabbern hat. Also mir ging das echt so. Ich war eigentlich so ein bisschen in Urlaubsstimmung und für mich war der Urlaub dann auch irgendwie vorbei. Ne, wir hatten danach dann nochmal so ein paar Tage im Familienhotel, das war dann auch wieder in Ordnung, aber da an der Mhm. Stelle war ich erstmal geknickt. Hab dann gedacht, okay, es nützt jetzt nichts, weil das ist halt dann einfach meine Haltung irgendwie, nicht aufgeben, sondern dann halt erst recht beißen. Und da dachte ich mir, okay, es nützt nichts, mit Aspirin werde ich nicht weiterkommen, weil wenn kein Platz ist, ist kein Platz, das sagt mir schon mein Hirn. Und dann gehe ich halt gleich nach Düsseldorf und versuche das jetzt mal abzuklären, weil ich jetzt auch Mhm. so eine berufliche Situation habe, wo ich leider mich mit sehr vielen Leuten auch abstimmen muss, weil es verschiedene personelle Übergänge gibt und so. Und das ist halt dann echt schwierig. Ne? Mhm. Und das dann alles so unter den Hut zu kriegen, dachte, das klären wir jetzt mal gleich ab. Jetzt war ich ja auch da, jetzt ist auch ein OP-Termin geplant dann für Anfang November. Und ich hoffe mal, dass das jetzt dann halt einfach gut geht. Aber natürlich war der Professor Schulbach jetzt im ersten Schritt auch wirklich super wichtig dafür, um überhaupt mal diese Diagnostik zu haben. Und ich glaube, die ist einfach schon in den allermeisten Fällen das riesengroße Problem. Ja, genau, ich wollte noch mal auf 2 Sachen, Hm, die ich mir jetzt während du noch mal eingefallen ist. Erstens hatten wir es ja grade kurz da drüber und, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was du gesagt hast, aber da ist mir noch eingefallen: „Hey, ja, man sieht uns das halt nicht an, dass wir krank ja, sind“, ne?
Das ist Kannst es auch. Und das ist jetzt mal interessant dann wegen dieser Frauenthematik dann auch, ne? Um nun mal dieses Ding zu bemühen auch. Weil als ich jetzt beim Professor Sandmann war, der hat ja da so ein bisschen, da mich fast so ein bisschen aufgezogen, hat dann gesagt, ja, und hier, Herr Kögel, und da sitzen Sie jetzt so als gestandener Anwalt und Familienvater. Ich bin ja das Bild des weißen Mannes, ne? Also das ist ja eigentlich typischer, kann es dann kaum sein, auch wenn ich es nicht ganz bin, aber ich sehe ja so aus, oder das ist halt die Rolle einfach, die ich habe, oder was ich, die äußerlichen Merkmale. Ne? Ja. Und da meinte er so, ja, Sie sehen doch gut aus. Sieht man ja gar nicht, dass es Ihnen so geht und so. Äh, Ne? Und da hat er schon so gegrinst, wo ich mir gedacht habe, ja, genau das höre ich öfter und ich kann es echt nicht mehr hören. Weil ja, natürlich geht's aber ganz ehrlich, wenn ich Krebs hätte oder AIDS oder irgendeine andere Sache, wird man es ja auch nicht sehen. Das siehst du halt dann wegen der Chemo oder wegen der Immunerkrankung, aber du siehst halt das ja auch nicht. Also ich verstehe diesen Punkt auch immer nicht. Das verstehe ich einfach nicht. hm. Jedenfalls hat er dann auch gesagt, ja gut, wissen Sie, jeder, der bei mir auf diesem Stuhl sitzt und mit dem ich mich unterhalte, hat schon den Spruch gehört, er muss zum Psychologen gehen, weil sieht er gut aus und das kann er nur im Kopf stattfinden. Und Ja, da sind wir dann eben bei dem gemeinsamen Nenner, würde ich mal sagen, wo man ja, merkt, es ist vollkommen unabhängig irgendwie von Geschlecht, Alter und sämtlichen sozialen Faktoren. Weißt du, es mag vielleicht leichter sein, jemandem zu sagen, ein junges Mädchen mit 16 oder so, die diese Probleme hat irgendwie, dann zu sagen, ja gut, das kann nur in deinem Kopf sein, sagst du natürlich bei jemandem wie mir nicht so einfach. Ne? hm. Also das nimmt man dann wahrscheinlich auch generell ernster. Aber ich habe auch nichts anderes gehört im Ergebnis. Hm. Ja, es kann natürlich aber halt sein, dass 'n Mann schneller ernst genommen wird Ja, aufgrund wird dessen, dass auch. er halt 'n Mann ist. Denen wird halt mehr geglaubt, wenn sie sagen, sie haben irgendwie Probleme oder Schmerzen oder so und dass man dann schneller zu 'ner Diagnose kommt, ne? Weil Ja. die Ärzte dann wirklich auch, ins Tun kommen und dann Untersuchungen machen. Und bei Frauen ist es oft eher so: „Ja, jetzt, gucken Sie mal, dass Sie sich bisschen entspannen, machen Sie mal Urlaub, gehen Sie mal spazieren“, so, ne? Bisschen anstrengend mit Kindern und, alles. Ja, aber es ist immer so ein bisschen, das stimmt, aber es ist halt besser, ich habe zum Beispiel die Schwierigkeit wieder, dass ich Rechtsanwalt bin. Und das darf man auch nicht unterschätzen, weil ich komme halt auch ganz oft irgendwo hin und die Leute hassen mich schon gleich, weil sie Rechtsanwalt lesen. Gerade Ärzte. Oh, Ja, das ist dann halt auch so ein okay. Punkt. Du, weißt du, also ich glaube, du kannst das gar nicht so ganz klar sagen. Es kann irgendwie es ist ein bisschen Glückssache, an wen du auch gerätst, du Ja, persönlich, glaube absolut. ich. Und je nachdem, wenn dich dann jemand ernst nimmt, weil er dann halt irgendwie begreift, mit wem er es zu tun hat, dann ist es in Ordnung. Bei mir musste man ja auch erstmal verstehen, dass ich jetzt nicht irgendein querulatorischer Rechtsanwalt bin, der jetzt allen auf die Nerven gehen will oder so. Weißt du, das ist ja, die haben ja auch so Mhm. ein gewisses Bild, was Mhm. du dann natürlich gleich bedienst. Mhm. Und jetzt dann, bis sie dann mal gemerkt haben, da ist auch nur ein Mensch, der Hilfe braucht. Mhm. Und du musst es erstmal auf diesen Nenner runterbrechen können und das halt irgendwie jemandem mal klar machen, ich bin ein Mensch, der Hilfe braucht, mir geht es schlecht. Und das zu vermitteln, egal welche Rolle und so Mhm. weiter, ist halt wahnsinnig schwer. Ja, das stimmt. Du hast ja gesagt, also Scheubach empfiehlt ja immer erst mal, alternativ also alternative, Methoden wie, Blutverdünner zu nehmen, Mhm, oder auch, Übungen gegen Hohlkreuz, genau. zu machen, ne? Hast du da, entsprechend dann was gemacht oder hast du gesagt: „Ne, ey, hier gleich OP und zack, zack?“ Ja, also es ist, ich habe schon ein paar Mal auch wieder versucht, Sport zu machen. Ich hatte es jetzt zum Beispiel auch am Wochenende mal wieder probiert. Das ist irgendwie, es funktioniert einfach nicht. Ich Mhm. kann es einfach nicht mehr machen. Es ist auch so, wenn ich das dann irgendwie tue. Ich habe hier auch so unglaublich Schmerzen dann hier an dieser Lumbarstelle, sage ich mal. Das ist Mhm. irre. Das wird dann auch Ja. taub. Das tut tagelang unglaublich weh. Und jetzt ist aber dann halt das Problem, nach vorne beugen geht dann auch wieder nicht wegen der Hüfte. Mhm. Also was machst du dann Ja gut, überhaupt noch für kannst ja dann Übungen? gar nix machen Also ich kann für so ein bisschen auf dem Hohlkreuz. Laufband, kannst du halt mal ein bisschen laufen, Ja. ist aber fürs Hohlkreuz eigentlich auch nicht gut, genau. Ne, deswegen habe ich mir gedacht, okay, wie soll ich jetzt noch irgendwie groß Sport machen? Kannst du Mhm. knicken. Und Aspirin dachte ich mir auch, ja, erstens merke ich nicht, dass es irgendwas jetzt verändert hätte. Und zum Zweiten, was soll das bringen, wenn zu wenig Platz da ist? Dann ist es halt so. Mhm. Ja, also ich habe es auch probiert gehabt, ne? Viele haben's probiert. Bei manchen hilft's tatsächlich so 'n bisschen, dass es besser wird. Aber wenn einfach schon alles zu weit fortgeschritten ist, sich auch schon so viele Umgehungskreisläufe im Körper gebildet haben, bringt es halt auch nix mehr, ne? Ich habe ihn damals also das zweite Mal, wo ich da war und er dann festgestellt hat, dass bei mir jetzt auch, Kollateralkreisläufe hinten an der Wirbelsäule, entlang laufen, die da natürlich auf das Nervengeflecht, auch, drücken, habe ich gesagt: „So, wann weiß ich, dass nur noch 'ne OP hilft“, ne? Also, ich hatte auch als Option nur Sandmann, gekannt, ähm, und habe ich gesagt: „Ja, werden die Nierenwerte irgendwann so richtig schlecht oder so, ne, dass dann quasi die Niere abstirbt oder
weiß ich nicht, wenn da die Nierenvene abgedrückt wird und dann hat er gesagt so: „Nee, also, da kann ich wirklich warten, bis ich schwarz werde.“ Es ist wirklich nicht oft, dass dann die Nierenwerte schlecht sind, weil der Körper so gut kompensieren kann. Der findet Mittel und Wege, die Organe irgendwie am Laufen zu halten. Und es ist wirklich mein eigenes Befinden, wie lange halte ich die Schmerzen aus? Und wenn ich sie nicht mehr aushalte, muss ich halt die OP machen. Ja, genau, das ist so, dass ich hatte auch die Frage, die mir jemand stellte vor der OP, war halt einfach, ist der Leidensdruck so hoch, dass wir es machen Ja, müssen? genau. Und wie also, ich bin dann gar nicht zu Sandmann gegangen, weil ich hatte riesen Respekt, vor der OP, was ich gelesen hatte, weil es ja Mhm, wirklich 'n großer Bauchschnitt ist. Es ist 'ne offene OP, wo im Prinzip, er alle, Kompressionen behebt, mhm, ne, indem er, Prothesen um die Venen drumrum setzt, genau. damit die nicht mehr abgedrückt werden können von außen. Mhm, Und wenn man dann auch, unter, Nieren leidet, die, stark absacken im Sitzen und im Stehen, was auch sehr viele haben, näht er die auch, an den Rippen, fest, sodass die halt an Ort und Stelle bleiben. Ähm, mich würde jetzt auch interessieren und bestimmt auch die, die zuhören, wie war dein Termin beim Sandmann? Hat er da noch mal Untersuchungen gemacht oder was habt ihr da genau besprochen? Was ist jetzt geplant für deine OP, was da, gemacht werden soll? mhm. Ja, also ich fand den, Termin sehr gut, vor allem, weil ich da jetzt auch mal, also man merkt halt schon, dass der einfach wirklich auch ein besonderes Maß an Empathie hat. Also wenn du auch verschiedene Chirurgen kennengelernt hast, die sind nicht unbedingt so, die sind manchmal von ihrer Persönlichkeit her auch so ein bisschen schwierig, finde ich. Er ist aber jetzt da schon irgendwie so einfach eine gewisse Ausnahme, weil ich meine, ich fand schon so beeindruckend, der hat mir noch am Abend vor seinem Urlaub, bevor der weggefahren ist, hat er mir noch um 17 Uhr einen Termin jetzt eingeräumt, weswegen ich da auch schnell nach Düsseldorf noch gefahren bin. Ich hatte da Gott sei Dank eine Tagung in Köln, konnte das verbinden, aber das war sowas, ich fand das irgendwie sehr cool von ihm, dass er das gemacht hat. Ich habe dann mit seiner Assistentin die ganzen Befunde abgeklärt. Ich hatte wenigstens noch ein CT gemacht hier in der Münchner Klinik im Juli. Mhm. Das konnte man dann noch verwenden. Ich hatte eben die Diagnostik mit diesen Sono-Befund von Professor Schulbach. Das heißt, man hatte dann wenigstens jetzt auch alles, das habe ich dann ganz schnell abgeklärt, auch eben mit seiner Assistentin, mit seiner medizinischen Assistentin, die das da mit ihm aufbereitet. Ähm, Ganz allein macht er das ja auch nicht. Und mit ihm hatte ich dann halt darüber gesprochen. Er fand jetzt meinen Fall insgesamt so ein bisschen merkwürdig halt, weil ich einfach ein bisschen untypisch bin. Aus verschiedenen Gründen, eben schon alleine, weil ich ein Mann bin beispielsweise, weil bei mir auch manche Sachen nicht so sind, wie er es erwartet hätte. Aber gut, ist halt so. Er hat auch gesagt, warum auch immer das so ist, kann man ja nicht ändern. Die Fundlage ist klar, da muss man auch was tun. Und er tippt halt einfach darauf, dass jetzt bei Dunbar eben das wieder Verwachsungen sind, weil man es halt nicht so machen konnte, wie es jetzt hätte sein müssen wahrscheinlich auch, wobei ich da jetzt auch keinen Vorwurf formulieren möchte. Ich glaube, manchmal sind die Dinge halt einfach auch schwieriger, als man sie sich vorstellt. Ne, Ne, und also, ich ich glaube, glaube, diese das OPs sind versteht auch auch die OPs sind einfach wahnsinnig schwierig ja, und das muss man einfach sehen und es ist ja nicht umsonst, dass viele halt leider dann auch mehrere OPs brauchen, bis es mal wirklich einigermaßen gut ist. genau. Und gut, also er hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Ich war da sehr, fühlte mich schon gut aufgehoben. Er meint, er möchte jetzt natürlich diese Dunbar-Problematik jetzt mal beseitigen, also diese Verwachsung dann halt auch wegschneiden. Er muss den Bauch aufmachen, natürlich, um sich diese Gefäße auch anzugucken, weil er auch sagt, so richtig hundertprozentig, was man da macht, kann man erst sagen, wenn man es dann halt auch vor sich sieht. Das ist mir auch klar. Deswegen Beckenveneweise auch, das wird man irgendwie machen müssen. Bei der Nierenvene hat er gemeint, das wird er mal sehen. So ganz sicher ist es sich da nicht. Muss man mal sehen. Und Vena cava zum Beispiel ist auch klar, da kannst du nicht unbedingt was machen. Da hat er auch gesagt, da sollte man erstmal die anderen Dinge beseitigen, bevor man an sowas rangeht. Ähm, Genau. Also deswegen spricht er davon jetzt von einer explorativen Bauchöffnung, die empfohlen wird. Das klingt natürlich auch sehr sportlich, weil du genau weißt, du hast halt einfach diesen Sagittalschnitt, einmal die Bauchdecke runter. Ist nicht schön, da habe ich schon auch Mhm. Respekt davor, aber ich denke mir nur, ich hatte jetzt zum Beispiel mal mit einer Patientin auch gesprochen, jetzt auch das Wochenende witzigerweise mir berichtet hatte, dass sie einfach auch sehr gute Erfahrungen da gemacht hat, ne? Weil die genau diese Themen auch hatte, genau das wurde bei ihr behandelt, auch diese PTFE-Schläuche dann halt gelegt um die Gefäße und so und das hat ja halt wahnsinnig viel gebracht und jetzt auch noch 2 Jahre später, wo ich mir denke, ja, das ist jetzt aber auch mal so das, wo ich jetzt eine gewisse Hoffnung drin habe, weil ich mache mir nichts vor, das wird nicht mehr weggehen oder so. Damit habe ich mein restliches Leben zu tun. Aber wenn es zumindest mal so ist, dass ich das Gefühl habe,
komme mit den Arbeiten besser klar, mit den ganzen Belastungen und so, weil das ist wahnsinnig schwer. Also ich meine, wenn du dann versuchst, dich noch auf die Arbeit zu konzentrieren, wie sollst du dich noch auf die Kinder konzentrieren? Und ich meine, die sind klein, die brauchen mich. Na, aber und ich möchte nicht mehr so diese Belastung haben, weil so habe ich echt im Moment das Gefühl, das packe ich nicht mehr lang. Ich weiß Ja. nicht, wie lange ich das so noch aushalten soll. Und das geht einfach nicht. Und dafür, ich habe mir so viel aufgebaut mit meiner Frau, beruflich und so weiter. Und irgendwie muss ich jetzt gucken, dass ich das rette. Das ist im Moment so meine Haltung dahinter. Ja, und, das ist auch total verständlich, weil letztendlich man kann das eine Weile aushalten, man kann da irgendwie, ja, versuchen, trotzdem weiterzumachen, aber irgendwann kommt man wirklich an 'n Punkt, da geht es nicht mehr. Auch ich war teilweise an Punkten, wo dann die Schmerzen so schlimm waren, wenn in dem Moment ein Arzt gekommen wäre, der gesagt hätte: „Ich nehme dir alle Organe raus.“ Ja, Und wenn der aber mir gesagt hätte: „Danach geht's mir besser“, hätte ich gesagt: „Nimm raus, nimm egal was raus, Hauptsache es hört irgendwie auf.“ Und, ja, diese Verzweiflung, ne? Und, ja. Ja, das ist schon, weil das ist halt, man muss das ja, das muss man auch anderen Menschen manchmal klar machen, auch mal so ein Gespräch. Das ist halt, ich stehe auf und mir ist schon kotzübel und ich habe Schmerzen. Das ist jeden Tag, jeden Tag. Und das ist, dann wachst du auf, du fühlst dich schon irgendwie völlig zerstört, weil ich meistens dann halt auch erst wirklich spät schlafen kann. Ich habe auch oft Luftprobleme, ich habe Krämpfe in den Füßen, ich wache oft nachts auf und so. Immer irgendwelche Schmerzen, je nachdem, wie ich liege, merke ich andauernd. Je nachdem, was ich gegessen habe, habe ich Höllenschmerzen. Dabei weiß ich mhm, gar nicht, wie ich überhaupt noch liegen soll. ja, Gleichzeitig diese Herzthematik, dass das Herz noch aussetzt und dann mit Luft nur. Das ist eine Kombi, die ist super. Also die Nächte sind die Hölle. Ne, wenn ich dann irgendwann mal schlafe, dann schlafe ich halt 4, 5 Stunden vielleicht mal 6, dann war es das auch. mhm, Sicher auch nicht durch. Und dann geht der Tag los. Und der Tag geht schon so los, dass du kaputt bist. ja, Und das ist es halt. Und mir ist schlecht, ich habe Schmerzen, ich fühle mich völlig zerstört. Ich bin mhm, zittrig, ich bin fahrig. Ich fühle mich irgendwie, als hätte ich gestern irgendwie gesoffen oder sowas, wisst, als hätte ich einen schwersten Rausch gehabt, nur halt ohne Spaß, ne? Und das ist dann, ja, genau, dann, und so geht der Tag dann los. Dann zitterst du dich so durch, dann hast du so deine Luftprobleme dann mit jedem, mit dem du dich unterhältst. Währenddessen hast du Schmerzen und versuchst dich darauf zu konzentrieren, was dein Gegenüber dir sagt. Genau, versuchst du dann auch dich darauf zu konzentrieren, was du am Bildschirm lesen musst, was du für E-Mails schreiben musst, diese ganzen Geschichten. Und mhm, das ist, und so ziehst du dann halt alles durch. Alles ist ungemein anstrengend. Du konzentrierst ja, dich überhaupt nur darauf, dass du funktionierst, dass überhaupt du versuchst deinen Körper den ganzen Tag auf Spur zu kriegen, dass er überhaupt irgendwie so mitmacht, wie du das möchtest. Und andauernd kommst du nur an deine Grenzen. Immer wieder hast du dann Phasen, wo du die Tür zumachen kannst, weil du echt das Gefühl hast, jetzt musst du dich krümmen. Gibt dann auch mal, da sitze ich dann auf meinem Sessel irgendwie und nehme die unmöglichsten Positionen ein, damit die Schmerzen mal irgendwie so aufhören, damit ich mich mal wieder auf meine Arbeit konzentrieren kann. Und das sind so Dinge, und dann hast du dann irgendwann abends, ich bin kaputt, ich komme nach Hause, ich habe meine kleinen Kinder. Ich liebe die über alles. Ich will ja auch nichts anderes als jetzt irgendwie dann für die da sein. Aber wenn die dann genau, halt auch noch schreien, wenn die dann mir wieder in den Bauch hauen und so weiter. Und bei mir reicht es ja wirklich schon, leichte Berührung auf den Bauch packe ich einfach schon nicht mehr. Und das sind kleine Kinder, dann erwischen die dich mit einem Ellenbogen. Einen Ellenbogen in meinem Bauch, ich habe 10 Minuten, ist mir total schlecht und ich habe furchtbar Schmerzen. Weißt du, wie sollst du damit umgehen? Und das ist dann halt das. Wenn das dann rum ist, dann hast du das Gefühl, boah, jetzt ist der Tag mal erledigt. Da fällt dann von dir irgendwie so eine Riesenlast ab und denkst dir, jetzt kann ich vielleicht mal irgendwie mal kurz einfach nur im Arsch sein, weil du bist den ganzen Tag unterwegs und du darfst ja noch nicht mal irgendwie so kaputt sein, wie du dich fühlst. Und ja, dann man muss kommt weiter und dann kommt der funktionieren. große Schlag und dann kommt natürlich so wieder alles. Dann kommen auch so diese persönlichen Gedanken, wo man sich Mhm, manchmal fragt, warum muss man das eigentlich alles haben? Warum muss man das eigentlich alles machen? Und eben wie du auch sagst, können sie mir nicht einfach mal den scheiß Magen entfernen? Ich möchte das Ding nicht mehr haben. Habe ich mir auch schon oft gedacht. Schneidet den ganzen Quatsch ja, einfach raus. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich will nie wieder essen. Ich will mhm, es einfach nicht mehr. Das ist so, dass am liebsten gar keine Ernährung mehr. Dieses ganze Thema beseitigen, kann man sich mal endlich um andere Dinge kümmern. Das nervt. Das ist so mhm, anstrengend einfach. Und jeden Tag so mitmachen, dann diese Schlafprobleme. Seit 2 Jahren schlafe ich immer viel zu wenig irgendwie. Eben auch hat man gerne auf Stress geschoben, ja, aber ist halt nicht. Ich kann einfach auch nicht mehr. Und ja, das aber sind, wenn ja, wie willst du das denn auf Dauer so mitmachen? Und das ist genau, aber das ist deine Realität, einfach nur um das deswegen kurz zu beschreiben, weil wahrscheinlich findet sich da auch der ein oder andere drin wieder. Das absolut, sind halt in der einen oder anderen Form hat damit jeder von uns zu tun, der diese Probleme hat und der ja. es halt auch mal schwerwiegend hat. Und damit klarzukommen, ist ein Kampf jeden Tag. Ja, und jede Nacht, ne? Also, so wie du Ja, sagst, die Nächte sind ja gar nicht mehr erholsam, weil das Liegen ja auch man weiß nicht, wie man sich hinlegen soll, weil es irgendwie in jeder Stellung wehtut oder ja, ne? Also, das ist, ja ich habe ja wirklich mit so vielen mittlerweile Kontakt, auch die letzten Jahre, und es ist wirklich erschreckend, was da für 'n Leid ist, was dann halt oft im Hintergrund passiert, was ja das Umfeld gar nicht mal so mitbekommt.
Und ja, ich finde es toll, wie offen du hier darüber redest, weil ich glaube, dass sich da wirklich sehr viele in dem, was du sagst, auch wiederfinden und, da einfach froh sind, nicht alleine dazustehen, sondern zu hören, ähm, ja, da sind auch andere. Natürlich wünscht man es nicht jedem, aber es tut einfach gut zu wissen, man ist nicht alleine. Genau, richtig. Deswegen mache ich ja jetzt auch mal um den Kontakt zu dir jetzt zum Beispiel auch froh, weil es schon einfach interessant ist. Ne? Und ich denke, das ist aber genau der Punkt. Jeder fühlt sich aber alleine. Mhm. Man ist nicht alleine, es gibt sicherlich auch andere, aber jeder fühlt sich alleine. Natürlich notgedrungen auch. Du leidest nur, du versuchst andauernd deinem Umfeld das ja auch zu erklären. Auch das wird jeder kennen, dass man x Gespräche hatte, Ja. wo die Leute einem damit ankommen, mach eine Darmkur und keine Ahnung was. Boah, wenn ich diese Tipps schon höre, Nimm ja, Vitamin D. was soll ich denn für, ja genau, richtig. Äh, Nimm mal Vitamine und so weiter, geht's dir besser, wo du dann denkst, hey Leute, ihr habt ja überhaupt nicht zugehört. Und das ist dann sowas, du musst es andauernd erklären und irgendwann bist du auch müde und irgendwann hast du keine Lust mehr und irgendwann sagst du, wie geht's dir? Ja, passt schon. Das ist dann irgendwie so, ja, passt soweit. Was sollst du denn noch sagen? Ich meine, soll ich das jedem ständig erklären? Und es interessiert ja auch dann nicht unbedingt. Und dann sagen die Leute, ja, siehst doch gut aus, so schlecht kannst du ja nicht gehen. Ja, und dann reicht's schon wieder. Und Ja, das vor ist aber allem, der, wenn du wenn ja, wenn im Sommer, wenn du dann 'ne Bräune hast, ne, dann kriege ich gesagt: „Oh, du siehst ja richtig toll aus." Und ich so: ja, „Ja, genau. schön, aber mir geht's richtig scheiße." Also, Ja, das habe ich ähm, jetzt auch immer gehört, ne? Weil ich meine, ich habe einfach nicht mehr viele Haare und so weiter. Das heißt, da kann alles gleich mal richtig schön gebräunt werden. Und dann habe ich natürlich okay, schon von einer halben Stunde Gartenarbeit sehe ich halt super aus. Ne? Das ist dann so, toll. dass du denkst, ja gut, aber wenn du das dann erklären Ja, musst, wird's halt schwierig. Ich glaube, das ist das Schwierige. Jeder wird in so eine Rolle der Einsamkeit auch gedrängt, so ein bisschen durch seine Erkrankung, weil man irgendwann nämlich auch mal sagt, ich gehe damit gar nicht mehr so nach außen, dann beginnst du dann halt auch das wesentlich mit dir selbst auszumachen. Und das ist dann ganz schwer. Und dann entsteht halt, glaube ich, auch dieses Gefühl der Vereinsamung so ein bisschen. Da muss man schon ja, drauf schauen. aber, man fühlt sich auch von der Medizin alleine gelassen. Also, Ja. vom Gesundheitssystem. Also, fühlt Das man kommt sich dazu, wirklich weil die Reaktionen ja alleine gelassen. alle so sind, aus deinem Umfeld, Ja, Gesundheitssystem dann auch noch und ja. insgesamt du rennst halt andauernd gegen 'ne Wand. Na und Ähm, Und ja, dann heißt es, sie haben 'ne Depression oder das ist 'ne psychische Ursache und dann sage ich: „Ja klar, ich habe seit 10 Jahren Schmerzen." Also, wer kriegt's da nicht an die Psyche, ne? Oder, die meisten kriegen dann auch Erschöpfungssyndrom, Fatigue diagnostiziert. Natürlich, weil diese Schmerzen auszuhalten, und so 'n Alltag ganz normal zu versuchen zu bewerkstelligen, das kostet so viel Kraft und Energie. Das ist der Wahnsinn. Wir sind ja quasi immer unser Akku ist immer leer. Und wenn er ja. mal kurz aufgeladen ist, ja, dann ist er direkt gleich wieder leer. Also, Ja, du hast keine Pausen mehr, gar nicht mehr. Du fühlst dich ja, auch es gibt ja auch keinen Tag mehr, an dem ich aufstehe und sagen würde, ich fühle mich gut oder so was. ja, Also, ich kenne das einfach nicht mehr. Das gibt es einfach nicht. ja. Das Ach ist Mensch, vorbei. ja. Und das sind so diese Sachen, da bist du dann natürlich schon so, auch wenn man dann so für sich dann irgendwie mein Gott, ich sitze auch abends manchmal da und da gebe ich auch zu, da muss ich dann, und da kommen ja auch die Tränen und so weiter. Ich lasse es halt zu und ich lasse es raus, weil ich mir halt denke, ja, wem soll es denn dann nicht schlecht gehen? Wenn mir jetzt jemand sagt, Ja, ja, ich bin wahrscheinlich ein bisschen depressiv, ja, mag schon sein, dass ich das so ein bisschen irgendwie auch bin, aber ich glaube nicht, das ist ja keine krankhafte Depression. Nur, ich habe eine Krankheit, mit der ich leben muss, die mich andauernd in die Knie zwingt. Andauernd. Das ist wie ein riesengroßer Stein an deinem Hals, der dich nur nach unten drückt. Und das musst du halt hinkriegen. Und die Kraft ja, musst du halt mal haben. Und das ist wirklich nicht einfach. Und ich bin jetzt echt nicht schwach. Also ich hab wirklich viele schwierige Situationen in meinem Leben gehabt. Auch ganz andere Sachen. Auch persönlich wirklich sehr, sehr schwierige Schicksalsschläge, sehr, sehr schwierige Zeiten. Ich habe nie ein einfaches Leben gehabt. mhm. Und trotzdem muss ich sagen, ist das einfach trotzdem eine riesengroße Herausforderung, es hinzukriegen. Mhm. Aber für sowas ist man nicht gewappnet. Das kannst du auch nicht sein. Ich habe vielleicht dadurch jetzt eine gewisse mentale Stärke, weil ich schon viele Krisen im Leben hatte, dass ich jetzt auch weiß, wie ich damit umgehen soll, ne? Und dass ich mir aus manchen Dingen einfach nichts machen darf. Du darfst vor allem nicht hadern. Das ist so ein Punkt. Du darfst nicht andauernd darüber nachdenken, was du nicht mehr essen und machen kannst. Das solltest du komplett lassen. Das ist wirklich das Wichtigste, auch was man jemandem mitgeben kann. Nicht darüber denken, was man früher Mhm. mal gern gegessen hat. Konzentriere dich nur noch auf alles ab jetzt. Wirklich, es bringt nichts. Du musst da einfach manche Dinge hinter dir lassen, abhaken. Du musst irgendwie versuchen, dich auch neu zu erfinden in dem Ganzen, weil man ja irgendwie einen Weg finden muss, sein Leben so zu gestalten, dass es halt auch geht. Man hat ja trotzdem Leben, man hatte auch nur dieses eine Leben und irgendwie muss man es ja hinkriegen. Ja. Was mir jetzt grade noch eingefallen ist, du hast, ganz am Anfang, glaube ich, gesagt gehabt, dass du auch, mit der Blase Probleme hast. Ja, Bei vielen Frauen, und ich bin selber auch davon betroffen,
Bei mir war die Diagnose ein bisschen andersrum. Mhm, Ne? Und zwar, hatte ich erst Blasenprobleme, mhm, und dann hat sich rausgestellt, dass ich, 'ne Pudendusneuropathie habe. mhm, Und dann war die Frage, was ist der Grund dafür? Und dann wurden Krampfadern im Becken festgestellt, also das Pelvic Congestion Syndrom, dass da schon ganz viele Umgehungskreisläufe sind, im Becken, die dann auf den Pudendusnerv drücken und dadurch eben Blasenbeschwerden verursachen, sowohl Schmerzen, aber als auch, Störungen. Und dann war die Frage, ja, warum sind denn da überhaupt diese Krampfadern? Und dann hat man ja sozusagen erst gesehen, okay, da wird die Beckenvene abgedrückt, die Nierenvene wird abgedrückt. Also, bei mhm, mir ging das so von unten nach oben. So, mhm. bei dir ging's von oben nach unten. Ja. Ähm, hast du dich damit mal, auseinandergesetzt, ob das vielleicht auch bei dir, sein könnte und ursächlich für deine Blasenprobleme? Ja, das mag schon durchaus sein. Also, Mhm. weil ich glaube auch nicht, dass jetzt alles aufgeklärt ist, weil das ja das Nächste ist. Also wenn du diese Kompressionen kennst, die Folgeerkrankungen, auch wie Ja. Mittelliniensyndrom und solche Sachen, das musst du ja erstmal dann auch noch identifizieren. Das ist ja so ein Konglomerat an verschiedensten Dingen, mit denen du es da zu tun hast. Das ist echt, also faszinierend auf eine gewisse Art und Weise auch, aber auch echt erschreckend, weil man kommt deswegen auch kaum immer darauf, was woran liegt. Und wenn du dann so mehrere, jetzt weiß ich auch, ja gut, so leicht kann man es wahrscheinlich auch gar nicht zuordnen, weil es halt verschiedene Stellen gibt, die dann ein Thema sind. Aber diese Probleme, die habe ich schon echt lange und ich merke es halt jetzt auch im Moment, das sind dann so Dinge, was dann nämlich auch so nervt, du kannst dann halt ewig nicht auf Toilette gehen oft, ne? Also das ist so mein Thema. Erstens habe ich Probleme mit dem Trinken, wenn ich dann aber mal was trinke, dauert es auch Ewigkeiten, bis dann mal irgendwie das rausgeht. Und dann habe ich dann Mhm. so zum Beispiel abends, dann esse ich gerne Suppe, weil ich das ein bisschen besser essen kann. Das flutscht halt irgendwie besser durch. Mache ich mir oft Kartoffelsuppe, machen sich schon alle drüber lustig, aber es ist halt so, ich vertrag's gut. Aber einfach die Flüssigkeit, ne, das ist dann was, wo ich dann in der Nacht dann auch 2, dreimal aufstehen kann, weil irgendwann ganz spät kommt's dann halt mal. Dann aber auch geballt. Dann wachst du aber auch in der Nacht auf, hast Schmerzen ohne Ende und so. Da habe Ja. ich immer das Gefühl, jetzt muss ich aber sofort und das tut dann auch echt weh. Das Mhm. sind halt so Sachen auch, mit denen man sich rumplagt. Ja, aber ich kam noch gar nicht dazu, mich damit zu beschäftigen. Das ist halt, Mhm. jetzt weiß ich nur, wahrscheinlich ist da ein Thema und der Professor Schulbach hat ja auch gesehen, dass meine Nierenleistung einfach auch reduziert ist und so. Das Mhm. konnte er schon auch alles feststellen. Okay. Hat natürlich damit zu tun, ja. Und dann weiß ich auch, okay, ist halt auch ein Ding. Ne? Aber es ist leider auch nur ein Aspekt von vielen. Ja, ja. Also, das ist ja eh auch noch mal 'n gesondertes Thema, welche Folgeerkrankungen und Begleiterkrankungen es bei diesen Gefäßkompressionssyndromen gibt. Ähm, ja, aber ja, ich würde sagen, oder ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute für deine OP, Vielen Dank, Marlene. dass wirklich alles gut läuft, dass es klappt, dass du danach, wirklich beschwerdefreier bist, ne? Also, vielleicht nicht komplett, natürlich wünsche ich dir das, aber auf jeden Fall, dass es 'n ganz, ganz vieles Stück besser wird und dass du vor allem deine Lebensqualität wieder zurückbekommst. Mhm. Ja, vielen lieben Dank, Marlene, ja. Ja. Und Ja. natürlich vielen Dank, dass du, den Mut hattest, ja, hier so offen, über deine Geschichte zu erzählen und deine, Problematiken und wie du, ja, so den Weg, bestritten hast. Mhm. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, das hat vielleicht irgendwie ein bisschen dazu beigetragen, dass man da einfach auch dass es sichtbarer wird. Weil Ja, das wäre auf jetzt schon jeden einfach Fall. echt, 'n Wunsch dabei, weil, es ist einfach schlimm, wenn Leute da so alleine sind. Und ich denke mir irgendwie, also ich persönlich habe das Gefühl, ich komme schon irgendwie zurecht, aber, ich bin mir ganz sicher, dass viele nicht damit klarkommen und auch Ja, damit nicht klarkommen können. Das ist eine Geschichte, da hast du so ein großes Brett zu bohren. Und wer damit jetzt auch nicht unbedingt, gut zurechtkommt, da braucht man sich auch überhaupt nicht schämen oder so. Das ist echt menschlich nachvollziehbar, weil dieses Ding ist echt krass. ja. Und deswegen habe ich das hier alles ins Leben Und gerufen das finde ich und, super, Marlene. Auch wirklich super, dass du das machst. Ja, ich finde das prima. ja, danke. Ich möchte einfach nur anderen helfen und, ja, du hilfst mit deiner Geschichte und deiner Stimme und dass du laut bist, sicherlich auch ganz vielen anderen. Vielen Dank dir. Sehr gerne. Und vielen Dank auch dir. So, das war's für heute. Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Bitte bedenke, dass alle besprochenen Behandlungen und Therapien keine Empfehlung sind, sondern von dir selbst gut durchdacht und recherchiert werden sollten. Es gibt bisher nicht die eine Lösung.
Wir stehen noch am Anfang und jeder Krankheitsverlauf ist individuell und sehr komplex. Wenn du dich näher informieren möchtest, dann schau auf der Instagram-Seite von Vascular Voices vorbei. Dort gibt es wöchentlich Beiträge zu den Gefäßkompressionen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn du magst, kannst du unten ins Kommentarfeld schreiben, wie du sie fandest, oder den Podcast mit Sternen bewerten. Damit hilfst du selbst aktiv mit, die Krankheit bekannter zu machen. Denn glaub mir, du bist nicht allein. Wir sind ganz viele.